Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Den OBScore Bumphelm gibt es schon eine ganze Weile. 2023 ist der neue Bumphelm rausgekommen. Wir zeigen euch heute beide Seite an Seite und zeigen euch die Unterschiede. Jeder Soldat hat einen Gefechtshelm, ballistischer Schutz, ganz, ganz wichtig, gerade für Sekundärgeschosse oder für Splittereinwirkungen. Alles, was irgendwie den Kopf beeinträchtigen könnte, wird durch den ballistischen Helm geschützt. Ein ballistischer Helm hat aber ein relativ hohes Gewicht, in Anführungszeichen, und ist vielleicht für das eine oder andere, für die eine oder andere Anwendung, für den einen oder anderen Auftrag oder auch fürs Training gar nicht notwendig. Aus diesem Grund haben viele Hersteller schon seit einigen Jahren sogenannte Bumphelme, also einfach Stoßschutzhelme, wie man sie kennt. Man könnte auch Fahrradhelm dazu sagen. Also einfach ein Schutzhelm mit einem glasfasergefüllten Nylon oder einfach ein Polymerhelm mit einem entsprechenden Stoßschutz, der durch die Polster gewährleistet wird, auf den Markt gebracht, und so auch OBScore. Die haben hier den Fast Bump Helm, High Cut. Ist im Prinzip vom Aufbau her fast ähnlich wie der ballistische, was natürlich auch wieder für den Träger den Vorteil hat, dass man sich gleich zurechtfindet. Man hat dieselbe Einstellung für die Bebänderung. Man fühlt sich gleich wohl mit diesem Helm. Ja. Ein Bumphelm ist primär auch dafür dann da gewesen, um im Training halt einen leichteren Helm zu haben. Wir sehen aber tatsächlich inzwischen auch die Daseinsberechtigung immer häufiger auch für Einsätze, wo man vielleicht jetzt keine Splitter zu erwarten hat oder keine Gefahr für den Kopf zu erwarten hat, außer das Anstoßen, aber auf jeden Fall eine Plattform benötigt, um mit Technologie zu arbeiten, wie ihr es hier sehen könnt. Ja? Also gerade was das Thema Nachtsichttechnik, Thermalsichttechnik angeht, Kameras, Beleuchtung für die Luftüberwachung oder sonstige Geschichten, das alles ist inzwischen Standard für die Infanterie. Man braucht einfach eine Plattform, wo diese ganzen Sachen dann komfortabel auch über einen längeren Zeitraum getragen werden können. Und da ist natürlich ein Bumphelm ideal. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht sogar direkt widersprechen und sagen, ich trage immer einen ballistischen Helm, egal wo. Da ist auch nichts falsch dran. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Aber wie gesagt, der eine oder andere hat vielleicht dann diesen Anspruch nicht oder, keine Ahnung, vielleicht auch im Airsoft-Bereich oder im Rettungsbereich kann ich mir das auch gut vorstellen. Irgendwo, wo man halt keinen zusätzlichen Schutz braucht, keinen ballistischen Schutz braucht, aber einen Stoßschutz haben möchte, genau dafür sind diese Helme konzipiert. OBScore hat den Bumphelm hier auf den Markt gebracht. Der ist, wie gesagt, schon sehr, sehr lange am Markt. Hat auch, da gibt es auch jede Menge Videos dazu im Internet, wo die Leute sagen, das ist gut, das ist schlecht. Der Hauptaugenmerk oder das K.O.-Kriterium seinerzeit war natürlich, dass er relativ günstig war. Inzwischen gibt es viele andere Hersteller, die auch günstig sind. Und deswegen haben wir ihn auch hier in dieses Video mit reingepackt, obwohl das 2023-Modell das neuere ist. Dadurch, dass es diesen Helm hier immer noch gibt, habt ihr jetzt vor allem die Möglichkeit, einen Original-OBScore-Helm für alle Sammler, Liebhaber, was auch immer, zu haben, der sehr, sehr günstig ist, weil die natürlich jetzt abverkauft werden bei vielen Händlern, um da den neuen dann als Standard zu setzen. Ja, wir gehen mal kurz drüber und schauen uns einfach mal die beiden Helme im Detail an, damit ihr auch wirklich sehen könnt, ist denn vielleicht das preisgünstig lockende Modell von vor 23 vielleicht auch noch immer das Richtige für mich, oder brauche ich jetzt wirklich schon den allerneuesten Helm von OBScore, nämlich den OBScore High Cut 2023, wie er so inoffiziell genannt wird. Zunächst einmal gucken wir uns die Schale an. Wie ihr sehen könnt, gibt es verschiedene Farben. Das gab es auch schon bei der alten Version. Ihr könnt den in Multicam im Tarnmuster bekommen, ansonsten natürlich in Flat Dark Earth, in Schwarz für die Polizei und in Olive war er, glaube ich, auch verfügbar. Den neuen gibt es jetzt auch hier in Ranger Green und natürlich auch in den anderen Farben, wie sie denn am Markt waren. Der Hauptaugenmerk oder eine der wichtigsten Änderungen, auch gerade was den Schutz angeht, ist, man hat hier bei der alten Version eine 2,5 mm dicke Schale und hier hat man jetzt eine 3,5 mm dicke Schale. Wir blenden euch hier einmal nochmal die Zertifizierung ein. Dazu sei gesagt, ich bin jetzt da kein Experte, was die Zertifizierung angeht. Da informiert ihr euch bitte auch nochmal im Netz. Aber soweit mir bekannt, ist es so, dass die US-Zertifizierung dieser Helme nicht für Berufsgenossenschaft oder so ausreichen, um diese Helme als
Schutzhelme in Deutschland nutzen zu dürfen. Zum Beispiel bei der Bergwacht, im Rettungsdienst oder sonst was. Dafür muss es explizit eine Zertifizierung geben, wie das zum Beispiel der SAR-Helm von Team Wendy hat. Der hat diese Zertifizierung. Da solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, wenn ihr den für eure Arbeit dienstlich einsetzen wollt. Ja, ansonsten bieten sie wahrscheinlich trotzdem genau denselben Schutz auch wie der SAR, nur die Zertifizierung. Das ist halt so ein deutsches Ding. Müsst ihr aber im Hinterkopf behalten. Ja, da haben wir die Schale besprochen. Weiteres Änderungsmerkmal oder gravierende Änderung ist die Größenvergabe. Während man hier bei der alten Version Mischgrößen hatte, also immer 2 Größen zusammen, S und M, M und L, L und XL, 3 Größen gab es hier, hat man hier jetzt wirklich ein S, ein M, ein L und ein XXL. So, von den Kopfmaßen her ist es von 53 bis 56 Zentimeter SM, hier nur S, da dann M 56, 59, M und L 56, 59, hier dann 59, 62 und LXL war dann hier 59, 61 und hier geht's dann wirklich von 62 bis 64 in die XXL-Variante. Also auch für größere Köpfe ist jetzt hier was angeboten worden mit der neueren Variante, dass ihr das auch nochmal im Hinterkopf habt, falls ihr ein Dickschädel seid. Dann ist der alte vielleicht nichts für euch, aber der neue wäre dann definitiv die richtige Wahl. Was die Gewichte angeht, haben wir uns sehr schwer getan, da eine vernünftige Basis zu finden in der Recherche. Da ist Obscor leider auch ein bisschen in der Bringschuld unserer Meinung nach. Wenn ihr da noch irgendwo Informationen habt, packt das gerne in die Kommentare als Ergänzung für alle, die dieses Video schauen. Bei der alten Version wurden nämlich nur die Schalengewichte angegeben und hier in der neuen Version die Komplettgewichte. Ja, da geht das von 790 Gramm bis 950 Gramm, je nach Größe. Und hier geht's dann in den Schalengewichten von 300 bis 320 bis 340 Gramm. Ja, aber das ist ja klar, dass die nicht so weit auseinander sind. Von daher, wir konnten es jetzt auch nicht gegenwiegen, weil auch hier haben wir jeweils 2 verschiedene Größen, hier einen ganz kleinen und hier einen relativ großen. Ich glaube, das war die XL-Variante hier und das war die SM-Variante. Also auch da können wir nicht 1:1 ohne Anbauteile gegenwiegen, um euch da ein vernünftiges Gewicht zu geben. Das seht uns bitte nach. Im Großen und Ganzen, soweit wir informiert sind, ist der neuere aber tatsächlich ein Ticken leichter als der alte Helm, falls das für euch nochmal eine Rolle spielt, was das Gewicht angeht. Ja, dann schauen wir uns einmal die Schienen an. Da hat sich nämlich auch was getan. Hier habt ihr die Standard Arc Rail, wie ihr sie kennt, wie sie auch viele andere Hersteller schon nachgebaut haben. Ist auch ein Standard inzwischen, neben Team Wendy und dem M-Log von Flux. Genau. Da gibt's jede Menge Zubehör für. Ich würde sagen, sogar das meiste Zubehör am Markt. Das passt auch in der Regel alles. Manches ist ein bisschen schwergängiger, manches geht ein bisschen leichter. Muss man einfach ein bisschen spielen, eventuell auch ein bisschen was wegfallen an dem Zubehör. Aber Arc Rail ist einfach der Standard, der sich am meisten durchgesetzt hat. Und inzwischen gibt's ja auch von Obscor das Railing-System, wo dann wirklich die Energieversorgung über die Rail stattfindet. Und das ist natürlich jenseits von Gut und Böse, was die Kosten angeht. Absolut interessant, aber für Behörden, die möglichst viele Gerätschaften über eine Batterie am Hinterkopf betreiben wollen, um so eben auch nochmal Gewicht zu sparen. Ja, aber die Unterschiede hier, Standard Arc Rail und hier haben wir die sogenannte PowerPath Arc Rail. Das bedeutet, die hat jetzt keine Stromführung, wie man das jetzt von der Railing kennt, aber sie hat hier jede Menge Aussparungen an verschiedenen strategischen Punkten, um Kabel führen zu können. Wenn ihr zum Beispiel ein Nachtsichtgerät habt, was mit einem Batteriepack am Hinterkopf versorgt wird, könnt ihr das Kabel quasi dann hier in die Schiene einführen, durch die Schiene laufen lassen, hinten wieder herausführen. Erspart dann irgendwelchen Kabelsalat, der oben rumgeführt werden muss oder irgendwo potenzielle Stolperfallen, Hängenbleibpunkte schafft, die nicht gewollt sind. Dann hat man die Ventilationsöffnungen größer gemacht. Das begrüßen wir auch sehr. Einfach damit ihr hier in der Lage seid, noch besser auszudunsten am Kopf. Sieht man hier sehr gut bei beiden Versionen. Die sind hier deutlich größer, die Schlitze. Und dementsprechend kann dann auch mehr nach oben abweichen. Eine weitere wichtige Änderung ist die Aufnahme für die Nachtsichtgeräte. Für alle, die jetzt sagen, ich will den Helm jetzt primär nutzen, um eine Kopflampe damit zu transportieren oder anzubringen. Für die ist der alte Bumphelm natürlich immer noch die perfekte Wahl, gerade auch, weil er kostengünstiger ist als der neue. Aber für alle, die mit einem Nachtsichtgerät arbeiten oder mit teurer Thermalsichttechnik, irgendwas, was hier
einen hohen Wert darstellt und am Kopf sauber und fest montiert werden soll, für die ist die neue Variante sinnvoller. Denn bei der alten Variante ist man hergegangen und hat einfach aus dem Schalenmaterial eine Montage gegossen. Das war auch das, wo der Hauptkritikpunkt immer für diesen Helm herkam, dass man gesagt hat, okay, ich habe hier eine vergossene Schale. Die kann natürlich ausbrechen, ausreißen, was auch immer. Da ist keine Metallführung oder nichts mit drin, was dann nochmal zusätzlich die Nachtsichtgerätehalterung montiert oder fixiert. Das war dann immer das, wo die Leute gesagt haben, dann nehme ich vielleicht ein Produkt von einem anderen Hersteller. Das hat man jetzt hier anders gelöst bei dem neuen Helm. Hier ist man jetzt hergegangen und hat gesagt, wir nehmen unsere typische Shroud hier, die wir haben, mit einer Polymerführung außen und innen drin nochmal mit einem Metallrahmen, um dann einfach hier Metall auf Metall, super solide, feste, wackelfrei, und damit ist es dann auch getan. Da seht ihr auch schon direkt die nächste Änderung, was die Bungees angeht. Die hat man hier auch jetzt schon in der neuesten Variante so ausgelegt, dass hier kurze Bungees hier oben entlang geführt werden. Das heißt, die kommen nicht mehr, wie man das von der alten Arc Rail kennt, aus der Rail und werden dann hier nach vorne geführt. Ich glaube, das hat schon den einen oder anderen ein blaues Auge gekostet, sondern wirklich kurze Wege optimiert für die Nachtsichtgeräte, die auch nur einen kurzen Weg benötigen, also keine langen Gummis, die irgendwo entlang schnalzen können, kurze Gummiwege, die dann hier einmal durch die Mount geführt werden, auch hier oben eingehängt werden können. Also das begrüßen wir auch sehr, dieses Upgrade. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon mit der Außenseite so weit, dass wir die Änderungen gezeigt haben. Die Klettflächen sind fast identisch, das können wir auch noch mal kurz zeigen. Nehmen wir uns einmal hier die Seite. Hier hat man jetzt so ein bisschen das Ganze modernisiert. Man kennt das von früher, viereckige Klettfläche, einfach um Patches aufzubringen. Hier hat man das Ganze ein bisschen unterteilt und skelettiert. Aber ihr seht, nichtsdestotrotz hält auch ein rechteckiger Patch genauso, wie er hier halten würde, nur dass er eben nicht vollflächig angeklettet werden kann. Ist vielleicht dann ein Thema, wenn ich hier so eine Kamera anbringe, aber auch die haben ja in der Regel die Möglichkeiten, sie so zu fixieren, dass man sie nochmal mit einer Dummy-Cord irgendwo sichern kann. Und da kommt auch wieder die PowerPass-Rail ins Spiel. Da kann ich hier wirklich an verschiedenen Stellen auch einfach eine Sicherungsleine anbringen, um dann Gerätschaften, die an der Seite montiert sind, zu fixieren. Natürlich können diese neu entstandenen Lücken im Klett auch dafür genutzt werden, hier Kabel zu führen. Als Beispiel, wenn ich hier auf der Helmoberseite noch irgendwas befestigen will und ein Kabel hier runterlegen will, dann kann ich das natürlich dann perfekt auch hier in den Spalt, der zwischen den Klettstücken entstanden ist, hier reinführen und dann da in die Schiene gehen, um dann wieder nach hinten zu gehen, um dann auch da wieder mit einem Battery Pack das Gerät on top zu betreiben, wenn ich das denn so machen möchte. Schauen wir uns mal das Innenleben der Helme an. Da hat sich auch sehr, sehr viel getan und auch zum Positiven hin. Wer den alten Bumphelm schon mal erworben hat, hat vielleicht relativ schnell festgestellt, dass die Polsterung, die da mitgeliefert wird von Haus aus, nicht sehr komfortabel ist. Ja, ihr habt hier einmal natürlich den eigentlichen Stoßschutz, der durch einen Hartschaum dargestellt wird, und dann nochmal oben aufsitzend hier ein etwas weicheres Polster. Das ist okay, sage ich mal. Für Basisarbeiten oder für kurze Tragezeiten ist es völlig in Ordnung. Aber es gab einen guten Grund, warum viele dann entweder das Luxliner-Kit hier genutzt haben von Obscor oder halt auch auf andere Hersteller gegangen sind, wie Team Wendy oder so, und das dann in den Obscor-Helm reingebaut haben, um mehr Komfort zu erreichen mit den Helmen. Das sieht man jetzt hier schon sehr schön in der neuen Variante. Da hat man direkt von Haus aus richtig schöne, dicke, weiche Polster und hier dann unten drunter die entsprechende Schale, die dann den Stoßschutz gewährleistet. Ja, also mehr Komfort, großflächiger Stoßschutz, und da braucht man tatsächlich nichts mehr noch einplanen, was man noch nachkaufen muss, sondern kann das wirklich out of the box genauso nutzen, und so soll es ja auch letztendlich sein. Ja, sieht man ja auch hier nochmal ganz gut von der Verteilung auch der Pads. Da hat man hier gleich im oberen Kopfbereich mehrere, wo hier nur 2 sind und dann Lücken sind. Ist natürlich bei einer Lücke auch so, dass man da den Gehörschutz durchlegen kann. Aber da hat Obscor auch gesagt, wir gehen hier den Weg mit dem Gehörschutz montiert am Helm. Brauchen wir gar nicht den Gehörschutz auf der Innenseite durchzulegen. Die Bebänderung ist fast 1:1 übernommen worden. Das seht ihr hier schon sehr schön. Ihr habt die typische
Kinnhalterung mit Polster auf der Innenseite, die in 2 Zonen unterteilt ist. Das heißt, ihr habt eine am vorderen Kinn, eine unterm Kinn, die dann die Bänder dann entsprechend auch genau in Position hält. Dann hier die Schnellverstellung, die auch schon in der alten Variante perfekt war, weil du einfach sehr, sehr schnell in der Lage bist, hier das Ganze einzustellen. Mit diesem Schieber einfach entweder nach unten ziehen, um das Ganze enger zu stellen, oder nach oben bewegen, um das Ganze ein bisschen weiter zu machen. Und das entsprechend hier am vorderen Kopfbereich und am hinteren Kopfbereich. Und das geht dann über in den OCC-Dial. Den seht ihr hier. Da ist der Drehknopf ein bisschen kleiner geworden, ist nicht mehr gummiert hier im Vergleich zur alten Variante, lässt sich aber trotzdem sehr gut bedienen. Und hier wird dann die Größe reguliert, indem ich entweder das Ganze auf- oder zudrehe, und dadurch spannt oder entspannt sich hier die Führung, die dann das Ganze am Kopf fixiert. Kommen wir zum Fazit. Natürlich ist der neuere Helm besser, da müssen wir gar nicht drum herum reden, aber natürlich auch entsprechend etwas höher im Budget. Für eine Behörde mag das jetzt vielleicht nicht ausschlaggebend sein, wenn ihr den privat beschafft. Spielt Geld immer eine Rolle, muss man halt entscheiden, wie wichtig einem diese neuen Features sind, oder ob man vielleicht in Stücken kaufen will, dass man sagt, ich nehme dann doch den alten lieber, weil er günstiger ist, und kaufe mir dann irgendwann nochmal eine ordentliche Polsterung für innen rein. Aber für alle, die sagen, das ist jetzt tatsächlich eher nicht so wichtig, wie teuer der Helm ist, sondern ich möchte eigentlich alles so, wie es ist, fertig haben und direkt nutzen, für die ist natürlich der Bumphelm Hi-Cut von Obscor in der Version 2023 die erste Wahl. Wir finden definitiv die Änderungen gelungen und vor allem auch wichtig, gerade was die Features angeht, mit Hauptaugenmerk hier auf die Aufnahme für das Nachtsichtgerät. Ihr bekommt beide Varianten bei IEA Mill Optics in den verschiedenen Farben und Größen. Da haben wir euch hier einmal unten den Link eingeblendet, dann könnt ihr mal auf der Webseite schauen. Natürlich führen die auch sämtliches sonstiges Obscor-Zubehör und Helme, also auch die ballistischen Helme, wenn ihr von der Behörde kommt, natürlich auch entsprechend alles andere, was so nicht in zivile Hände gehört. Was sagt ihr dazu? Habt ihr selber einen Bumphelm? Nutzt ihr einen? Und wenn ja, welchen? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Auch natürlich, wenn ihr Erfahrungen bereits gemacht habt mit dem Bumphelm in der 2023-Version oder auch in der alten Version. Das würde uns mal sehr interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Ansonsten wie immer an dieser Stelle liken, Abo und Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye bye.